Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Lungau in Österreich. Wir sind hier heute am zweiten Tag. Vielleicht habt ihr schon den ersten Vlog gesehen. Ich bin hier unterwegs mit der lieben Sabrina. Wo ist sie? Hier in einem Apartment haben wir uns hier gemietet. Und wir sind unterwegs mit einem Lamborghini Huracan Evo. Da vorne steht er, komplett zugeschneit. Wir sind damit heute Morgen schon einen Kaffee holen gefahren. Jetzt wollen wir damit mal Richtung See fahren und noch eine kleine Bergstraße. Aber eine Herausforderung haben wir noch zu meistern, und zwar eine Möglichkeit zu finden, das Auto zu waschen. Wir haben hier heute minus 12 Grad. Mir wurde gerade ans Herz gelegt, das Auto nicht in einer Waschbox zu waschen, weil das sonst alles direkt wieder zufriert. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir eine Waschstraße finden, weil wir fahren ja los, um ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Aber wenn das Auto komplett weiß und voller Schnee ist, ist das dann halt eben nicht so schön. Ja, so sieht das Hotel hier von außen aus. Ist eigentlich ganz gemütlich. Und hier kann man direkt mit Skiern den Lift hochfahren. Ist auch ganz lustig. Wir fahren mit dem heißen Gerät da vorne, was eigentlich grün ist. Skandalverde, oder wie nennt sich die Farbe? Ja. Wie spricht man es aus, richtig? Also wie du es gesagt hast. Skandalverde. Ja. Also Skandalgrün. Aber aktuell sieht er noch etwas weiß aus, weil Schnee. Und braun. Und ja, stand halt draußen, deswegen müssen wir irgendwie jetzt erstmal eine Waschanlage suchen. Oh, guckt euch das an, liebe Leute, guckt euch diesen Ausblick an. Wir haben so ein verdammtes Glück mit dem Wetter. Es ist strahlender Sonnenschein, klarer blauer Himmel, nicht eine Wolke zu sehen. Wir werden alle hier schon angegafft. So sind die verrückt, diese zwei Blondinen in so einem Lamborghini hier jetzt im Winter. Aber das ist halt genau das, was ich liebe. Also so habe ich mit YouTube angefangen, mit diesen Touren. Und einfach so ein bisschen anspruchsvolle Straßen fahren mit einem anspruchsvollen Auto. Ich mag es auch, wenn Schnee auf der Straße liegt und das Auto kommt gerne mal hinten so, rutscht weg und man fängt es wieder ein. Das ist für mich so eine Herausforderung und ich liebe das. Und deswegen fahren wir jetzt dementsprechend auch auf solche Straßen. Und dann besuchen wir noch den Reini Sampel, den kennt ihr vielleicht auch aus einigen Videos von mir. Der hat ja hier eine eigene Schneedriftstrecke und die ist noch nicht ganz fertig, da ist noch nicht genug Eis drauf, ist aber kein Problem. So ein paar Sequenzen können wir da schon driften und da werden wir natürlich uns dementsprechend auch mal ausprobieren mit dem Schätzchen. Okay, 3, 2, tu es. So, sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, damit kann man arbeiten. Ja, das ist Skandalverde. Kann man gelten lassen. Kann man gelten lassen. Ich habe auch übrigens gelernt, es heißt Strada und nicht Strada. Ja, Fahrmodi hier, also Straße. Bravo! Ja, ich habe ja eine waschechte Italienerin, in der wir sitzen. Das passt ja. Italienisches Auto, Italienerin, die mir noch ein bisschen Italienisch beibringt. Das ist einfach so, oh, ich liebe dieses Auto, wirklich. Ihr wisst ja, ich liebe V10 Saugmotor, 5,2 Liter. Als das hier, wirklich. Und dann noch bei dem Wetter. Also ich bin gerade so glücklich. Für mich geht es gar nicht darum, möglichst schnell mit einem Auto zu fahren, sondern einfach diese kurvigen Straßen hin und wieder mal ein bisschen leicht durchbeschleunigen. Ganz schön so in diese Kurve rein.
das macht mich einfach glücklich. Schon zum 20. Mal jetzt gesagt, ihr wisst, was ich meine. Laut Navi, hier sollte da eigentlich Wasser sein. Ist es auch, aber in einem anderen Aggregatzustand. Es ist einfach mal komplett eingefroren, der See hier schon. So, ich dachte, wir machen jetzt ein paar Bilder an einem See. So, hier haben wir noch einen schönen Spot gefunden, haben das Auto jetzt hier hingepackt, haben noch ein paar wunderschöne Bilder gemacht. Die könnt ihr natürlich alle auf Instagram sehen. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann folgt mir unbedingt jetzt, sonst verpasst ihr was. So, und wir fahren jetzt auf dieser Straße hier wieder zurück. Ja, alles voller Schnee hier. Müssen wir gleich natürlich irgendwie noch, bevor wir ins Auto steigen, beseitigen. Aber boah, das sieht einfach so schön aus, ne? Guckt euch das an. Ist einfach herrlich. Also ich bin auch so froh, dass ich den Wagen in dieser Farbe bekommen habe, weil das macht einfach so viel her. Hier im Schnee ist einfach der Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich bin erstaunlich begeistert, wie gut man dann doch, oder wie viel besser man dann doch mit einem Allradantrieb vorwärts kommt. Ihr wisst ja, ich bin vorher Heckantrieb gefahren. Geht auch, aber mit dem geht es dann doch noch mal wesentlich besser. Ich meine, das war mir klar, aber dass es dann doch so viel besser geht, hätte ich nicht gedacht, zumindest bei dem Wagen. Und die Winterreifen sind auch super, die drauf sind. Also top ausgestattet, der Wagen. So, wir sind angekommen jetzt hier beim Reini. Reini kennt ihr auch noch. Wenn ihr frisch dabei seid auf meinem Kanal, dann muss ich kurz erklären, wenn jemand Ahnung hat, wie man richtig driftet, dann ist das dieser Mann hier. Ja, der hat mir sehr, sehr viel beigebracht, was so die Drift-Skills angeht. Und nicht nur hübsch, sondern auch schnell. Ja, du beobachtest das jetzt hier. Ja, genau. Du hältst gleich die Noten so aus dem Auto, die Notenschilder. Ich bin mir nicht sicher, was ich geiler finde, das Auto oder die Fahrerin. wir lassen das mal so stehen. Reini hat nämlich hier Winterfahrtraining AT nennt sich das hier, seine Driftstrecke. Die ist aber noch nicht fertig. Das ist jetzt gerade Anfang der Saison, die wird gerade erst präpariert. Aber wir haben hier so eine kleine Sequenz gefunden, so eine kleine Strecke, wo schon das Eis relativ fest ist und wo ich jetzt mich mal versuchen werde, mit diesem Schmuckstück dort vorne ein paar Kurven zu driften. Ne? Willst du mal vormachen? Ich mit dem Justy? Ja. Wie viel PS hat der? 45. 45? Komm, zeig mal, was du kannst. Justy ist super. Reini kann sogar... Reini kann sogar so ein Auto driften, ja? Das braucht gar nicht viel PS, was viele Leute immer denken. Ja, sah schon super aus. Die kann auch querfeld einfahren. Ja, habe ich schon gemerkt. Auto, aber ist ein geiles Spaßgerät. Jetzt probier es mal mit dem Lambo dahinter. Was aufmachen, weil die Vierradlenkung ja mithilft, jetzt lenkt es mir ein. Jetzt machen wir die Lenkung auf und machen ein bisschen mehr Gas dran. Dann funktioniert es perfekt. Okay, ich versuche das mal umzusetzen. Hier nochmal an die Sabrina, ist noch an. Ja, solche Faxen machen wir hier, aber das ist halt so das Schöne. Sowas macht halt eben Spaß mit so einem Auto, ne? Nicht nur geradeaus fahren. Ganz kreativ zu sehen. Fährt in sein 45 PS Auto vor, wir hinterher, in der Hoffnung, dass wir noch einen kleinen Abschnitt finden, wo man noch einen Kreis driften kann. Weil, wie gesagt, die Strecke ist noch nicht fertig. Und wie das übrigens funktioniert, ist auch interessant. Also die wird jeden Tag hier mit Wasser besprüht. Die fahren hier mit so einem Tankwagen rum und in der Hoffnung, dass es halt friert. Die machen das Tage über Tage, mehrere Schichten Wasser werden dann hier drauf gesprüht, dass es dann
jeden Tag eine neue Eisschicht ergibt, weil man driftet eigentlich halt hier nicht auf Schnee, sondern auf festem Eis. Klar, wenn es dann schneit, ist da drauf dann eine Schneeschicht. Das ist eigentlich eine Eisdriftfläche. Und die entsteht nicht von selbst, die muss hier per Hand gemacht werden. Was nicht fehlen darf, wie immer, ist einmal Soundcheck. So, also wir kriegen jetzt hier noch Fahrunterricht bei Reini. Wir fahren jetzt noch auf den Berg was essen. Ja, jetzt wird Gulaschsuppe gegessen. Yay! Da oben ist eine Skipiste, da sieht man. Und da fahren wir jetzt tatsächlich mit dem Auto drüber. Das klingt jetzt erstmal gefährlich. Ich zeige euch gleich, was dahinter steckt. Da quer mal Skifahrer, 8 Skifahrer. Voll witzig. Hier ist das Schild. Ja, und die Skifahrer haben das gleiche Schild nochmal mit Achtung Autofahrer, ne? Normalerweise fährt man. Guck mal da. Guckt euch das mal an. Das ist echt eine Skipiste und die fahren hier runter. Reini, er driftet hier über die Skipiste. Ja, warum auch nicht? Der Mann kann's. Er driftet hier einfach hoch. Achso, und Absperrung gibt's hier nicht. Also hier geht's einfach mal nach unten. Ja, Bäume. Okay. Bäume bremsen uns schon irgendwann. Zack, hier rumgedriftet wieder. Manchmal müssen wir aufpassen, ob unsere Rodler hier runterkommen. Also ja, die Rodler, die wollen wir nicht mitnehmen, Reini. Doch, in die Richtung rauf wieder. Ja, so sieht der Ausblick von hier oben aus. Hier essen wir jetzt. Da ist die Skipiste. Und irgendwo da ganz hinten ist unser Hotel, glaube ich. Sabrina, ich glaube, das wird der beste Tag in unserem Leben. Oh Gott, ist das blau? Was ist denn hier los? Alpaka! Alpakas! Oh mein Gott, nein! Guck sie dir an, guck mal, spucken die eigentlich? Oh mein Gott, sind die süß! So, es ist der nächste Tag und heute sind wir losgefahren aus Österreich jetzt Richtung Italien. Noch sind wir in Österreich und wir haben den ersten Teil der Strecke im Navigationssystem eingegeben, dass wir die Autobahn vermeiden wollen, weil mir wurde vom Reini geraten, hier über Land zu fahren und der hat nicht zu viel versprochen. Die Straßen hier sind einfach der absolute Hammer. Wir fahren jetzt halt eine Stunde länger, weil wir das Stück nicht über die Autobahn fahren, aber das ist mir egal, weil man sieht mehr, man erlebt mehr und das ist einfach das perfekte Auto für solche Straßen. Wir sind mittlerweile in Italien angekommen, in Bella Italia. Guckt euch mal bitte diese Aussicht an. Ist das nicht wunderschön? Nach einigen Tagen mit dem schicken Wagen hier hinter mir, den Lamborghini Huracan Evo, muss ich ihn heute leider wieder zurückgeben. Jetzt sind wir schon wieder bei Sant'Agata, wo auch das Lamborghini-Werk ist. Aber ein letztes Mal müssen wir jetzt noch diesen schönen Kaltstart hier auf Kamera festhalten. Ui. Der wäre auch nicht übel gewesen. Boah, mega.